Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin gerade mit dem Motorrad in Argentinien unterwegs und heute grüße ich aus Mendoza, wo ich mich ein bisschen aufwärme, bevor ich über die eiskalten Anden nach Chile zurückfahre. Im letzten Video habe ich ja meine Reise in Patagonien abgeschlossen und bin hier nach Mendoza zurückgekehrt. Quasi habe den Loop um die Südspitze Südamerikas vollendet. Befinde mich jetzt schon etwas nördlicher als Santiago de Chile, also nördlicher war ich in Südamerika noch nie. Jetzt bleibe ich hier ein paar Tage in Mendoza, weil hier ist echt tolles Wetter und ich habe gedacht, ich bin hier aus dem Winter raus und so. In dem Haus, in dem ich wohne, da ist da so ein älterer Herr, der hat gesagt, das ist aber nur, weil irgendwie so ein spezieller Wind hier war. Sonda heißt der Wind und der bringt irgendwie Wärme mit und jetzt wird es hier wohl jeden Tag wieder kälter. Aber heute ist es Longsleeve-Wetter, das konntest du in Patagonien komplett vergessen. Deswegen ist es schon besser hier. Aber wir sind schon auch in den Anden oder in den Ausläufern der Anden, das darf man nicht vergessen. Und mein Plan ist es, Motorradteile zu besorgen, weil ich brauche dringend neue Reifen und meine Kette hat jetzt auch schon über 20 wieder drauf. Ja, 30 kann sie wohl machen. Die wechsle ich dann auch in Santiago aus. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort in Südamerika als Santiago de Chile, um Motorradteile zu bekommen. Das Problem ist, ich muss hier über die Anden fahren. Das ist hier der Hauptpass, aber es ist trotzdem, also geht da wohl so auf 4000 Meter hoch. Wenn man so die Wetter-Apps anguckt, da sind so minus 15 bis minus 20 Grad. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich bereite mich darauf vor. Und jetzt schaue ich mir hier erstmal ein bisschen Mendoza an. Ich dachte, Mendoza wäre auch so ein kleiner, verschlafener Touristenort, weil alle immer erzählen, oh Mendoza ist so eine tolle Stadt und so. Es ist tatsächlich eine Millionenstadt. Also 1 Million Einwohner wohnen hier. Ziemlich groß und ich habe schon geguckt. Es gibt hier viele Cafés und Bars und so, das ist ganz nett. Und die Hauptattraktion hier ist der Park. Und der ist nach General San Martin benannt, so wie so ziemlich alles. Jede Hauptstraße in jedem Ort heißt San Martin Avenue oder Avenida. Und es gibt auch Städte, die danach benannt sind. Und es war ein südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer. Und wie in so vielen städtischen Parks, hier machen die Leute Sport, laufen hier rum. Viele Touristen sind hier. Man kann hier aber auch mit dem Auto rumfahren, wie man vielleicht hinter mir sieht. 17 Kilometer Straßen hat der Park auch. Und hier gibt es eben auch so Fontänen. Hinter mir die Fontäne der Kontinente. Und ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber laufe hier durch und schaue mir das an. Und ich habe mir hier so einen Crepe Pollo al Curry, also Hähnchen Curry-Style, geholt. Und ein Quilmes, also typisch argentinisches Bier. Ja, lass es mir gut gehen. Ansonsten ist Mendoza nicht nur diese Stadt hier, sondern auch eine Provinz. Und es ist das Hauptweinanbaugebiet. 70% des argentinischen Weins wird hier angebaut. Es gibt ja auch viele so Weingüter, wo man Touren oder Verkostungen machen kann und so weiter. Und man sieht es auch immer auf den Flaschen, wenn man Wein trinkt, da steht immer Mendoza drauf. Und Malbec. Malbec ist die Rebsorte hier, also Rotwein. Und das schmeckt ziemlich gut. In dem einen Flyer heißt es auch Land der Sonne und des Weins.
So, mittlerweile bin ich umgezogen und dieser Kiosk gehört dem Besitzer und ich wohne da oben. Kann man jetzt nicht sehen. Und eigenes Apartment. Oh, hier gegenüber ist eine Bushaltestelle, der quietscht so. Eigenes Apartment mit Kochecke und eigenem Bad. Super geil, perfekt für mich. Und sehr, sehr starken Wi-Fi. Das Einzige ist, es gibt hier keinen Parkplatz. Aber er hat mir angeboten, ich kann dann abends immer hier in dem Geschäft parken. Sehr nett. Und ich zahle 15 Euro. Und ich habe jetzt hier gleich mal 9 Tage mich eingebucht. Und ja, der ist auch Motorradfahrer. Und was ich jetzt mache, ist die Lucy. Die sieht aus wie Sau, wenn ihr das sehen könnt. Seit Calafate habe ich sie ja nicht mehr gewaschen. Schnee, Eis und so weiter. Und ja, ich werde sie jetzt mal waschen. Und das Perfekte ist, hier ist alles in der Nähe, weil es super Innenstadt ist. Gegenüber das Grüne da ist ein riesen Supermarkt oder ein großer Supermarkt. Und da, wo das Dummlaut-Schild ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das gelbe Schild, da soll die Waschanlage sein. Also fahre ich jetzt mal über die Straße und guck mal. So, das müsste jetzt hier direkt irgendwo sein. Aha. Sie. Okay. Erst haben sie gesagt, es ist alles voll, weil diese ganzen Autos, die hier stehen, die stehen alle in der Schlange. Aber ich bin ja ein Gringo und noch ein Motorradfahrer. Da gibt es immer andere Regeln. Okay. Aha. Na, das sieht doch gut aus. Sí. Sí, sí. ¿Ah? Sí, no, no, no. Es Sí. Ah. Kissen natürlich nicht abgemacht. Hola. Hola. ¿Habla inglés? Sí. Speak English? Yes. Awesome. Would you mind taking out anything that could possibly get wet with this, with the air? Yeah, yeah. It's only this. Oh, all right. Nothing else? Nothing inside the interior that might get wet? No, no, no. Drain, right? No. The rest is fine. Okay, awesome. Yeah. ¿Cuánto le dijiste? No, Sebastián la metió, ahora le pregunto. Bien. Would you mind coming back in around an hour and a half? Okay. Are you doing it or? Yes. Yes. The one watching. Just be a little bit careful with the bearings. Sure. No, absolutely. I'm not gonna stick it way up. I'm about this distance. Okay. Perfect. Perfect. So great. He'll All right. take the keys. Huh? Oh, well, does a wheel lock? No. Then there's no need. You can take the keys with you. Okay. And I pay afterwards or? Yeah, after. It's up to you when you take. Okay. Gracias. Ja. So, ich habe jetzt bezahlt 1,50 Euro. Das ist unglaublich günstig. Und der trocknet das jetzt noch ab. Das ist alles inklusive.
Und ja, ich gehe dann auch nochmal drüber natürlich. Und das ist ja hier dieses geile Auto. Was ich habe, das wollte ich schon mal zeigen. Hier, wenn man den Schlüssel rauszieht, das bleibt immer so hängen, dass es so halb offen ist. Ich habe das schon öfters mal geputzt und dann mit hier Q-Tip und dann gesäubert und dann jetzt will ich das nochmal machen, ordentlich und dann ein bisschen ölen. Das habe ich schon öfters mal gemacht, aber das hängt dann immer ein bisschen hier. Ja, manchmal so, dass es offen ist. Ist natürlich nicht so schön. Und jetzt will ich mal alle Schrauben überprüfen, ob die auch alle noch einigermaßen fest sind, weil das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Und ja, die lösen sich ja durch das ganze Geruckel. Und natürlich die Kette muss auch gesprayt werden. Und tatsächlich habe ich beim Festschrauben Beschädigung gefunden. Und zwar hier, sieht man das? Da ist es ein bisschen angebrochen. Ich habe das jetzt mit ein bisschen Kleber, das ist halt Plastik, mit ein bisschen Kleber zusammen gemacht. Und das ist das andere Teil hier genauso. Das muss ich dann auch kleben. Was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt kein anderes Teil und ein Teneré-Teil hier zu bekommen ist unmöglich. Aber was noch am schlimmsten ist, es ist hier so eingehängt und damit der Schraube fixiert. Und hier ist ein Stück Plastik abgebrochen. Und das Plastikteil ist hier. Und das werde ich jetzt auch so da dran kleben. Da fehlt auch ein Stück irgendwie. Werde ich aber so daran kleben. Hält es vielleicht so ein bisschen grob. Ich meine, das ist noch mit anderen Schrauben, das Teil wird nicht abfallen, aber das klappert halt hier. Aber es ist mir nicht aufgefallen bisher. Also es lohnt sich ab und zu mal die Schrauben nachzuziehen und dann fällt vielleicht auf, dass irgendwas kaputt gerüttelt ist. So, ich habe das jetzt daran geklebt. Es ist halt, das halten wird, ist echt eine gute Frage. Ich werde es nochmal mit Panzertape umwickeln, um das ein bisschen zu verstärken. Es wird halt dann noch eingehängt und so, das wird nicht verloren gehen, denke ich, aber es hält sich halt nicht mehr richtig fest. Ich weiß auch nicht, durch das Geruckel ist wahrscheinlich, Plastikteile könnten wahrscheinlich kaputt gehen. Ich hoffe, ich finde nicht noch mehr. Hier habe ich jetzt auch zusammengeklebt, das ist okay. Ja, aber sonst soweit alles okay bisher. Ich wollte mal zeigen, wie uneben die Reifen auch sind. Kann man das sehen, wenn man es dreht, sieht man das ganz gut, dass es halt nicht rund ist, sondern eckig. Hier, ob man das gut erkennen kann. Seht ihr das? Das ist so wie... Vorne ist nicht so abgefahren, aber ist eigentlich noch viel schlimmer. Die Unebenheiten. Das ist halt brutal. Das ist halt hier 5 mm höher als da. Voilà. Und das ist mein Gastgeber. Und das ist sein Bike. Ich habe das jetzt doch in Angriff genommen, mal die Griffe ordentlich zu reparieren. Die sind jetzt wirklich schon außen eingerissen und es wird ja nicht besser, wenn ich das immer nur mit Klebeband überklebe. Obwohl das Gewebeband, damit kann man das auch schon machen. 10.000 Kilometer, wenn ich es damit gefahren bin, ist es nicht viel schlimmer geworden. Aber ihr habt mir Tipps gegeben. Unter anderem, was ich am besten fand, ist einen Schrumpfschlauch drüber zu ziehen. Ich habe davon vorher noch nie gehört gehabt. Habe mir dann rausgesucht, wie das heißt hier. Und bin hier zu den Elektrogeschäften gegangen. Das ist Geschäft Nummer 7 hinter mir. Es ist das hier. Jimenez Electricidad. Und das Krasse ist, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, hier ist so eine Gittertür und die ist immer verschlossen. Die machen für jeden Einzelnen immer auf und zu. Also es ist hier schon auch eine shady Gegend. Und auch nachts sagen die immer, ja, auf der Hauptstraße kannst du laufen, aber bieg nicht ab auf die Seitenstraßen. Also es ist schon ein bisschen anders an den großen Städten Argentinien als in Patagonien. Und Geschäft Nummer 7, ich bin fündig geworden. Wir haben das eben auch, ich habe das aufgeschraubt und habe das probiert. Der zieht sich weit genug zusammen. Für alle, die das auch nicht wissen, was das ist ein Schlauch, den ziehe ich drüber über den Griff und dann macht man den heiß und dann zieht er sich so zusammen, dass er quasi hauteng auf dem Griff sitzt und wie ein neuer Griff ist und der trägt nicht viel auf und die Wärme von den Griffheizungen soll eben auch erhalten bleiben. Wie ich das genau mache mit der Wärme, weiß ich nicht. Ich habe natürlich keinen Föhn und auch keine Steckdose draußen, aber das kriege ich schon irgendwo hin. Zwar gehe ich hier zu irgendeinem so Motorheini und der soll mir das machen oder ja, ich schneide das jetzt dann zurecht. Was war das? 6 Euro ungefähr, hat jetzt einen halben Meter gekostet. Das war das Kleinste, was man nehmen konnte. Bin ich sehr, sehr zufrieden.
Mal sehen, ob ich das dann auch hinkriege. Aha, muy bien. So, das war das hier, da ging es total einfach. Hier war das Problem, dass sich der Gasgriff nicht mehr gedreht hat und ich es zugemacht habe. Dann haben wir ewig rumgemacht, woran es liegen könnte. Und dann haben wir festgestellt, dass hier am Ende so eine Einstellschraube ist. Und damit kann man den Abstand minimal regulieren. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ja, jetzt schrauben wir das zusammen und dann ist gut. Weil diese Einstellschraube, ja, sieht man das, hier geht's auf und da geht's dann nah ran. Und wenn es war irgendwie näher dran, ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht beim Reinschrauben hat sich das mitgedreht, aber die ist halt hier auf Max. Ja. So. Ja. Bin ich sehr zufrieden und es ist auch wirklich, es ist halt nur hauchdünn dicker, das ist halt geil. Wenn man jetzt irgendwas anderes drüber macht, dann trägt es halt wahnsinnig auf. So ist gefühlt kein Unterschied oder minimal. Und ja, ich kann halt keine neuen jetzt nehmen, einfach weil die Heizgriffe, das sind ja Heizgriffe. Und ja, hier vielleicht ist es ein bisschen kurz abgeschnitten, weil ich halt da rumgemacht hatte, bis ich gemerkt habe, dass es eine Einstellschraube gibt. Aber ich habe noch übrig von dem Schlauch. Ich kann das ja dann nochmal machen. Jetzt gucke ich jetzt mal, wie lange das hält. Und vielleicht ist es ja dann auch okay. Es ist auch ziemlich fest so. Ich bin nochmal drüber gegangen mit der Heißluftpistole, um es nochmal schön ordentlich festzumachen. Ist top. Also man führt auch so ein bisschen das Profil von den anderen Griffen drunter. Also ich würde sagen, so schlecht habe ich das nicht gemacht. Ach ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich Trottel. Ach, das muss ich noch machen. Siehst du? Habe ich vergessen. Mein Tempomat von Time to Ride, habe ich so eine Klemme. Da muss man hier diesen Silikonring drüber ziehen. Muss ich das nochmal aufmachen zum 70. Mal. Naja. Ist ja jetzt drauf. Macht man dann so, weil man stellt den Gasgriff so hoch und dann legt man es hier drauf und dann hält er den so. Dann ist das ein Tempomat. Benutze ich sehr, sehr, sehr oft. Vor allem, wenn man 800 Kilometer geradeaus fahren muss. Sehr angenehm. Ciao, ciao. Heute verlasse ich Rodolfo. Ich bin mittlerweile schon 10 Tage in Mendoza und es war jeden Tag so ein Wetter. Also es sind hier 18 Grad, sagen wir zwischen 15 und 20 Grad jeden Tag und Sonnenschein. Hier hat es keinen Tropfen geregnet. Und der Pass ist irgendwie nur 200 Kilometer, 150 Kilometer entfernt. Also wo es rüber nach Chile geht. Der liegt aber halt auf 3200 Metern. Und da ist es so zwischen minus 10 und minus 30 Grad immer. Und auch wenn es so aussieht, ich fahre heute immer noch nicht über den Pass, weil er geschlossen ist. Seit 3 Tagen schneit es da oben heftig. Und Rodolfo, also der Besitzer des Apartments, der hat mir jetzt noch ein anderes Apartment organisiert, weil er ausgebucht ist. Deswegen muss ich jetzt umziehen. Und das ist in Gran Mendoza. Das ist nicht mehr in der Innenstadt, sondern am Stadtrand. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Ich kontrolliere natürlich immer den Wetterbericht. Ich habe mittlerweile 3 Wetter-Apps. Und check das alles und auch den Status vom Pass, ob der offen ist.
Und dann fahre ich rüber nach Santiago. Ich hoffe, dass dann auch geräumt ist und dass ich dann einigermaßen entspannt darüber komme. Terra Verde, das ist es. Sieht schön aus hier, ländlich. Ich glaube, das könnte das sein. Und es gibt wohl Empanadas, hat mir Rodolfo erzählt. Da kommt er schon. Hola. Sí. Gracias. El auto, Ah? abajo el quincho. Ahí, ahí. Okay, okay.